fliegen heute von Lissabon auf die Azoren und sind gerade auf dem Weg mit der Metro zum Flughafen. Denkbar einfach, wir müssen nur einmal umsteigen und sind dann direkt am Flughafen. Die Fahrt kostet schlappe 1,34 € und während wir jetzt noch die letzten Meter zum Flughafen zurücklegen, zeigen wir euch einfach nochmal unsere letzten Eindrücke aus Lissabon. Ja, wir sind in Belém hier mit dem Kloster und hier gibt es die Original-Pasteten. Und Franzi, wie sind die original? Unfassbar lecker. Knackig außen, innen super soft, cremig, perfekt. Süß! Ja, wir sind erfolgreich durch die Security-Maßnahmen. Das ging alles super easy peasy. Und jetzt sind wir in der Priority Lane bei Ryanair. Bei einem Flug, der nur 12,99 € kostet, plus Gepäck, haben wir sogar Priority Lane. Aber wir müssen trotzdem warten. Ist ja witzig, ne? Bei Ryanair läuft man immer zum Flieger. Das war so beim Hinflug auch schon so, ne? Also man kriegt keinen Bus, man kriegt aber auch nicht so ein Dran-Flansch-Terminal, sondern man geht einfach die Treppe hoch zum Flieger. Hier wird natürlich an allen Ecken und Enden gespart und die Sitze, die kann man nicht zurücklehnen. Es gibt aber auch nicht diese Tasche, wo das ganze Zeug drin ist. Und deswegen hat man überraschend viel Beinfreiheit. Also so billig das ist, habe ich hier mehr Platz als auf manch teureren Flügen. Willkommen auf den Azoren. Achso, die Insel hier heißt São Miguel. Ja, wir müssen hier auch noch mal vorweisen, dass wir entweder geimpft oder getestet sind. Deswegen gibt es hier gerade eine relativ lange Schlange und dann sollten wir aber free to go sein. Okay, thank you very much. Have a nice day. Guck mal, wie praktisch. Sorry, das habe ich gerade erst entdeckt. Wir sind gerade erst in die Wohnung gekommen, aber hier ist die deutsche Zeit. Das heißt, wenn wir Termine haben in Deutschland, was ich ja regelmäßig habe, kann ich mich an der Uhr hier orientieren. Die geht aber falsch. Ah, nee. Nee, jetzt sind wir jetzt 2 Stunden, jetzt sind wir zurück. Nice. Unser Zuhause für die nächsten 4 Wochen. Ich glaube, so lange haben wir noch nie eine Unterkunft gebucht. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt eine Phase haben, wo wir gut arbeiten können. Das heißt, wir hoffen, dass das Internet hier gut ist. Aber eben auch an einem Ort sein, wo wir dann an unseren freien Tagen was erkunden können, wo wir Abenteuer erleben können. Das heißt, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten zu wandern. Und da freuen wir uns auch schon drauf, die Insel zu erkunden. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, wie wir hier uns in der Wohnung einleben können. Ja, dann lass doch mal hier wegen Internet mal gucken. Ist ja wohl wichtig. Ja, hier ist das Passwort. Hier.
Also wir haben da natürlich vorher nachgefragt, weil wir wussten, dass wir beide hier arbeiten wollen. Und da hieß es irgendwie Download 200, Upload 100 Mbit. Ja, es gab noch ein zweites, 5G stand dahinter. Und ja, das sieht gut aus, oder? Ja, sehr gut. Was machen wir jetzt? Einkaufen? Ja, wir inspizieren jetzt noch mal kurz, was es in der Küche so gibt an Werkzeug. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal einkaufen. Und hier so ein Messer. Pürierstab. Ja. Mega praktisch. Der war nur 5 Meter entfernt, der Supermarkt. 6 Liter Wasser für 74 Cent. Das Leitungswasser hier auf den Azoren ist leider nicht, hat keine Trinkwasserqualität, deswegen müssen wir uns Wasser besorgen, aber für 74 Cent. Cool, also dadurch, dass das halt der Supermarkt ist, der bei uns direkt gegenüber ist, ist natürlich toll, dass der so eine große und auch gute Auswahl hat. Hier Kokosmilch. Matthias hat Kefir für sich entdeckt und jetzt gibt es das hier. Also ich finde ja die Verpackung geil, ne? Mit so Gold. Ist das Kefir von Milch von hier? I don't know. Ponta Delgada. Geil. Lokalkefir. Und nur 1 Euro. Wenn er ist im Angebot, da solltest du vielleicht 2, 3 nehmen. Ja, dann nehmen wir gleich 2, 3 mit. Witzig, aber natürlich nicht so spektakulär wie jetzt in Mexiko einzukaufen oder in Tansania oder so. I think it's a grasshopper. Try. Put in the Wie geil ist das denn? Das gute WD40 heißt hier WB50. Ist halt immer noch Europa. Aber ein paar Sachen sind schon speziell, ne? Das ist hier ganz viel auf den Azoren. So Milchprodukte werden, glaube ich, hier hergestellt. Ne? Ja, Fleisch ganz irgendwie viel auch. Kühe hier. Also Azorenmilch, Azorenbutter, Azorenkefir. Das ist irgendwie ganz cool, ne? Und wie gesagt, hier direkt um die Ecke. Ist doch gut. Da sind wir wieder. Gefüttert, geschlafen und nach 2 Regentagen haben wir endlich wieder Sonne und dachten, dann nutzen wir die Chance und zeigen euch nochmal so ein paar erste Eindrücke hier von São Miguel. Wow, das Wasser haben wir schon mal gefunden. Muss nur 10 Minuten gehen. Und jetzt sind wir tatsächlich, wie viel? 2000 Kilometer weg vom europäischen Festland. Und ja, mitten im Atlantik, total cool. Und die Sonne scheint, wir haben jetzt hier so Felsen gefunden, gucken uns jetzt ein bisschen das Meerestreiben hier an. Und dann kommen wir noch ein bisschen auf den Azoren an und schauen mal, was wir hier noch alles so erleben können. Ich habe jetzt noch nicht so richtig einen Plan, was es so alles gibt, aber wir sind ausgestattet mit Wanderführern und ganz vielen Tipps schon von euch. Das heißt, ich bin sicher, wir werden hier ganz viele coole Sachen erleben und damit geht es dann auch im nächsten Video weiter. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht, aber der Schrank ist relativ klein. Wir werden ja, wo unsere Kofferdinger reinpassen. Naja, aber guck mal, hier hast du halt ein bisschen mehr Platz, um was hinzulegen. Das war in dem anderen gar nicht. Ja, dann ist das hier halt unser Ankleidezimmer. Habe ich da im Augenwinkel gerade WD40 gesehen? Ja, aber das brauchen wir jetzt nicht. Nein, aber immerhin, ne? Jetzt heißt das hier nicht WB50.